Hallo und herzlich willkommen heute bei Comic. Ich zeige euch heute den Mova P70 Pro Ultra. Habe heute mit dabei auch zwei Ultra-Fans, die Milli und den Juri, die mögen es auch gerne sauber. Wir schauen mal, was ist alles bei dem Saug- und Wischroboter mit dabei. Ist er wirklich so ultra clean? Bringt er wirklich so eine gute Leistung, wie ich das als Frau eben auch erwarte? Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir testen das Gerät auf Herz und Nieren und ja, viel Spaß heute. Der Mova P70 Pro Ultra kommt super sicher verpackt bei euch an. Ihr habt mit dabei den Saug- und Wischroboter, die Station. Hier zeige ich euch den Frischwasserbehälter. Hier habt ihr den Schmutzwasserbehälter. Und wenn ihr das Teil hier vorne abmacht, könnt ihr sehen den Schmutzauffängbeutel und den Kanister für die Reinigungslotion, die ihr hier findet. Was ich schon mal ganz gut finde, ist die Optik. Spricht auf jeden Fall das Frauenherz an und auch die Tatsache, dass nicht ganz so viel dabei ist. Das finde ich immer ein bisschen überladend. Also ihr habt ja tatsächlich nur die Wischblätter noch mit dabei, das Stromkabel und die Anleitung dazu. Ja, jetzt geht es auch gleich weiter. Der Juri ist gleich hier mit dabei als Ultra-Super-Fan und wird mit uns zusammen in die Einrichtung der App starten. Die Einrichtung war ehrlich gesagt wirklich unkompliziert. Die App führt Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess und nach wenigen Minuten war der Mover bereits mit dem WLAN verbunden. Danach fährt der Roboter einmal durch die Wohnung und erstellt automatisch eine Karte der Räume. Das gerade fand ich richtig angenehm. Man muss nicht stundenlang mit irgendwelchen komplizierten Einstellungen sich beschäftigen. Einmal eingerichtet läuft der Rest eigentlich fast komplett automatisch. Die Kartierung ist jetzt abgeschlossen, die Räume sind in der App angelegt. Hier könnt ihr das wunderbar sehen. Und ja, ich muss jetzt eigentlich nur noch hier auf Start klicken und dann kann es auch schon losgehen. Ab diesem Moment musste ich mich eigentlich um fast nichts mehr kümmern. Und genau das ist etwas, was ich an so einem System wirklich liebe. Ich komme nach Hause, die Wohnung ist einfach sauber. Keine Katzenhaare mehr überall, kein Katzenstreu vor dem Katzenklo, keine kleinen Krümel in der Küche und Staub sammelt sich deutlich weniger an. Gerade mit Katzen merkt man wirklich schnell, wie viel Schmutz sich jeden Tag auf dem Boden verteilt. Und hier macht der Mova wirklich einen richtig, richtig guten Job. Vor allem die Saugleistung hat mich ehrlich überrascht. Der P70 Pro Ultra arbeitet mit bis zu 30.000 Pascal und einem Turboforce 9 V2 Motor mit bis zu 120.000 Umdrehungen pro Minute. Und gerade bei Katzenstreu, Haaren oder bei Staub in den Fugen merkt man tatsächlich, dass hier ordentlich Leistung vorhanden ist. Besonders angenehm finde ich aber, dass ich mich nicht ständig um irgendwelche Einstellungen kümmern muss. Der Roboter erkennt automatisch unterschiedliche Bodenarten und passt die Reinigung entsprechend an. Wir haben hier Laminat, Fliesen und Landhausdielen und er kommt hier tatsächlich mit allen Böden wunderbar klar. Auch Teppiche erkennt er automatisch. Dabei hebt er die Mops an, erhöht die Saugleistung oder umfährt bestimmte Bereiche, je nachdem, wie man es in der App eingestellt hat. Was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist, wie nah er an Kanten und Möbel entlang reinigt. Der Mop kann seitlich rausfahren und kommt dadurch deutlich besser in Ecken und entlang von Sockelleisten. Gerade dort sammelt sich bei uns normalerweise immer Staub oder Katzenhaare an. Auch die Hinderniserkennung funktioniert insgesamt richtig, richtig gut. Der Mova nutzt dafür LTS-Navigation, eine RGB-AI-Kamera, 3D-strukturiertes Licht und sogar ein eigenes LED-Licht für dunkle Räume. Dadurch erkennt er viele Hindernisse erstaunlich zuverlässig, selbst bei wenig Licht. Und das merkt man im Alltag wirklich. Man muss nicht ständig vorher alles wegräumen oder Kabel verstecken. Besonders spannend finde ich aber die Wischfunktion. Der P70 arbeitet mit 2 rotierenden Mops, bis zu 260 Umdrehungen pro Minute und 12 Newton Anpressdruck. Dadurch entfernt er auch stärkere Verschmutzung deutlich besser, als ich es ehrlich gesagt erwartet hätte. Übrigens, nach der Reinigung fährt der Mova wieder zurück in seine Station. Dort wird der Staubbehälter automatisch geleert und die Mops werden heiß gereinigt. Laut Mova arbeitet die Station dabei mit einer PTC-Heizung von bis zu 100 Grad zur Reinigung des Waschborots. Anschließend werden die Mops sogar noch mit heißer Luft getrocknet. Und genau das finde ich gerade im Alltag wirklich angenehm, weil dadurch Schmutz, Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche deutlich reduziert werden. Natürlich ersetzt es kein komplettes manuelles Putzen bei extremen Flecken, aber für den Alltag funktioniert das wirklich beeindruckend gut.
Und genau das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich möchte einfach nicht jeden Tag putzen müssen. Ich möchte einfach nach Hause kommen und alles ist sauber. Und genau dieses Gefühl schafft der Mova tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ein kleines Zwischenfazit möchte ich euch gern schon geben. Hier seht ihr die schwierigste Zone in der Küche um das Katzenklo herum. Hier seht ihr, ja, ihr seht hier nichts. Es ist wunderbar sauber. Ich brauche hier nicht mehr von Hand nachzuarbeiten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auf was ganz, ganz Wichtiges möchte ich euch noch zusätzlich mit hinweisen, und zwar ja, die Hinderniskontrolle. Hier seht ihr 2 Wassernäpfe von unseren Kätzchen. Also das wird wunderbar umfahren. Da wird kein Kontakt zustande kommen, wenn ihr das Gerät zu Hause habt. Im Vergleich zu anderen Saug- und Wischrobotern wirklich ja ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden damit und ja, kann ich euch nur weiterempfehlen. Der P70 hat seine Reinigungsaufgabe nun beendet. Hier könnt ihr wunderbar die Mops sehen, die sich auch super leicht entfernen lassen. Ja, ein bisschen dreckig sind sie, ein bisschen riechen tun sie auch. Und jetzt kommt eigentlich ja, eine ganz besondere Aufgabe für den P70. Der wird jetzt zurückfahren in die Station. Die Mops werden mit 100 Grad heißem Wasser hier gereinigt und mit 70 Grad heißer Luft dann getrocknet. Finde ich ganz praktisch, ne? Es riecht nicht, ne? Und ist wunderbar sauber. Die Trocknungszeit könnt ihr in der App einstellen. 1 bis 3 Stunden könnt ihr auswählen. Ich habe für euch 2 Stunden ausgewählt, also ganze 2 Stunden ist er jetzt durchgelaufen. Ich würde euch jetzt mal zeigen, wie die Mops aussehen. Ja. Und ich muss sagen, die Mops sind schön fluffig, sauber, es riecht nichts, es ist hygienisch rein, so wie ich mir das wünschen würde. Mein Endfazit ist durchaus positiv. Der P70 kann sich durchaus sehen lassen mit einem Mittelklassepreis, mit ja, sehr, sehr guten Leistungen. Der Aufwand ist sehr gering, man hat wenig Wartungsaufwand. Ab und an mal ja, das Wasser tauschen oder mal den Beutel wechseln und das war es auch schon. Das Einzige, was mir aufgefallen war, war die Hürdenüberwindung. Wir haben im Bad eine größere Stufe, da war es schon notwendig, ihn reinzuheben. Die sonstigen Schwellen hat er aber sehr, sehr gut geschafft im Haus. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist die extrem gute Reinigungsleistung, die man tatsächlich ja, sehen, riechen und auch fühlen kann. Für mich ist es einfach befreiend. Ich komme nach Hause nach der Arbeit und es ist alles klinisch rein. Das ist einfach ja, ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ich kann euch nur empfehlen, probiert das Produkt aus. Also für den Preis wirklich ja, eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, und wenn ihr wissen wollt, woher ihr den P70 bekommen könnt, unter dem Video findet ihr einen Link inklusive eines Promo-Codes. Da bekommt ihr einen tollen Rabatt. Zubehör könnt ihr auch erwerben. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns ein Like gebt. Abonniert unseren Kanal für weitere tolle Videos von uns. Vielen Dank, macht's gut, ciao!